Willkommen zum Deutschüben mit Geschichten. Bist du bereit, dein Deutsch zu verbessern und flüssiger zu sprechen? Lass uns anfangen. Es war einmal ein König, der einen wunderschönen Garten hatte, und in diesem Garten wuchs ein Baum, der goldene Äpfel trug. Jede Nacht, als die Äpfel reif wurden, verschwand einer von ihnen, was den König sehr wütend machte. Er befahl dem Gärtner, die ganze Nacht unter dem Baum Wache zu halten. Der Gärtner setzte seinen ältesten Sohn zur Wachsamkeit ein, aber um Mitternacht fiel der Junge in einen Schlaf. Am Morgen war ein weiterer Apfel verschwunden. Dann wurde der zweite Sohn beauftragt, Wache zu halten, doch auch er fiel um Mitternacht asleep, und am Morgen war ein weiterer Apfel weg. Der jüngste Sohn bot dann an, die Wache zu übernehmen, aber der Gärtner machte sich Sorgen, dass ihm etwas zustoßen könnte. Schließlich willigte er ein, und der junge Mann legte sich unter den Baum, um Wache zu halten. Um Mitternacht hörte er ein Rascheln und sah einen wunderschönen Vogel aus purem Gold, der herabflog, um einen Apfel zu fressen. Der Sohn des Gärtners sprang auf und schoss einen Pfeil auf den Vogel, doch er verletzte ihn nicht. Stattdessen ließ der Vogel eine goldene Feder fallen und flog davon. Am nächsten Morgen brachte der Sohn die Feder zum König, und alle Berater des Königs sagten, sie sei mehr wert als all der Reichtum im Königreich. Doch der König sagte, eine Feder reicht nicht, ich will den ganzen Vogel. Daraufhin machte sich der älteste Sohn auf die Suche nach dem goldenen Vogel. Nach einer Weile kam er zu einem Wald und sah einen Fuchs, der am Rand saß. Er zielte mit seinem Bogen auf den Fuchs, doch der Fuchs rief, »Schieß nicht auf mich! Ich kann dir helfen. Ich weiß, dass du nach dem goldenen Vogel suchst. Du wirst bis zum Abend ein Dorf erreichen, und wenn du dort ankommst, wirst du zwei Gasthäuser gegenüber voneinander finden. Das eine sieht schön und schick aus, aber geh nicht hinein. Bleib im anderen, auch wenn es schäbig aussieht.« Der Sohn dachte, der Fuchs wüsste nichts, also schoss er auf ihn, verfehlte ihn aber, und der Fuchs rannte in den Wald. Später erreichte er das Dorf und sah die beiden Gasthäuser. Eines war lebhaft mit Musik und Tanz, während das andere schmutzig und arm war. Er dachte, es wäre töricht, in diesen hässlichen Ort zu gehen. Also ging er in das schöne Gasthaus, hatte Spaß und vergaß ganz den Vogel und sein Zuhause. Die Zeit verging, und da der älteste Sohn nicht zurückkam, beschloss der zweite Sohn, ebenfalls hinauszugehen. Er traf den Fuchs, der ihm denselben Rat gab. Als er im Dorf ankam, sah er seinen Bruder am Fenster des lebhaften Gasthauses. Er konnte nicht widerstehen und ging hinein, und auch er vergaß den Vogel und ihr Zuhause. Schließlich wollte der jüngste Sohn losziehen, um den goldenen Vogel zu finden, aber sein Vater machte sich Sorgen um ihn und wollte nicht, dass er ging. Doch der Sohn war entschlossen, und schließlich willigte der Vater ein. Als er den Wald erreichte, traf er den Fuchs und hörte auf seinen Rat. Der Fuchs sagte ihm, er solle sich auf seinen Schwanz setzen, damit sie schneller reisen könnten. Sie sausten durch den Wald, bis sie das Dorf erreichten. Den Ratschlägen des Fuchses folgend, ging er in das schäbige Gasthaus und ruhte sich dort für die Nacht aus. Am nächsten Morgen traf ihn der Fuchs wieder und sagte, »Geh geradeaus, bis du ein Schloss erreichst. Dort findest du einen Raum mit dem goldenen Vogel in einem Holzkäfig. Es gibt auch einen schönen goldenen Käfig in der Nähe, aber versuche nicht, den Vogel in den goldenen Käfig zu setzen, oder du wirst es bereuen.« Der Fuchs streckte seinen Schwanz aus, und sie machten sich wieder auf den Weg. Als sie im Schloss ankamen, war alles so, wie der Fuchs gesagt hatte. Der junge Mann fand den Raum mit dem goldenen Vogel und sah die 3 goldenen Äpfel, die verloren gegangen waren. Er dachte, es wäre lustig, den Vogel im schäbigen Käfig mitzunehmen,
Also öffnete er die Tür und versetzte den Vogel in den goldenen Käfig. Doch der Vogel schrie laut auf, weckte die Soldaten, und sie fingen ihn ein und brachten ihn zum König. Am nächsten Tag wurde er vor Gericht gestellt und zum Tode verurteilt, es sei denn, er könnte dem König ein goldenes Pferd bringen, das so schnell wie der Wind laufen konnte. Wenn er erfolgreich wäre, würde er den goldenen Vogel bekommen. Hilflos begann er wieder seine Reise, als er den Fuchs traf, der ihn dafür schimpfte, dass er nicht zugehört hatte. Der Fuchs sagte: »Ich werde dir helfen, das goldene Pferd zu finden, wenn du auf mich hörst. Geh geradeaus, bis du das Schloss mit dem Pferd findest. Daneben wird ein schlafender Pfleger sein. Nimm das Pferd, aber achte darauf, den alten Sattel zu benutzen, nicht den goldenen, der in der Nähe ist.« Der Sohn setzte sich auf den Schwanz des Fuchses, und sie sausten wieder davon. Alles lief reibungslos, und der Pfleger schlief tief mit seiner Hand auf dem goldenen Sattel. Doch als der junge Mann das schöne Pferd sah, dachte er, es wäre schade, den alten Sattel zu benutzen. »Ich gebe ihm den goldenen«, dachte er. Als er den goldenen Sattel nahm, wachte der Pfleger auf und schrie, und die Wachen fingen ihn ein. Am nächsten Tag wurde er wieder vor Gericht gebracht, wo er erneut zum Tode verurteilt wurde. Diesmal musste er die schöne Prinzessin zum König bringen. Wieder machte er sich traurig auf den Weg, und der Fuchs erschien und sagte: »Hättest du auf mich gehört, hättest du bereits Erfolg gehabt. Aber ich werde dir wieder einen Rat geben. Geh geradeaus, und du wirst ein Schloss erreichen, und um Mitternacht wird die Prinzessin ins Bad gehen. Gib ihr einen Kuss, und sie wird dir folgen, aber lass sie nicht von ihren Eltern Abschied nehmen.« Der Fuchs streckte erneut seinen Schwanz aus, und sie machten sich auf den Weg. Als sie das Schloss erreichten, war alles so, wie der Fuchs gesagt hatte. Um Mitternacht traf der junge Mann die Prinzessin und küsste sie, und sie stimmte zu, mit ihm zu fliehen. Sie bat jedoch darum, sich von ihrem Vater zu verabschieden. Zunächst weigerte er sich, aber als er sah, wie sie weinte und ihm zu Füßen fiel, willigte er schließlich ein. Doch als sie zu ihrem Vater kam, wachten die Wachen auf und fingen ihn wieder ein. Der König sagte: »Du musst den Hügel, der mein Fenster blockiert, in 8 Tagen abtragen, oder du wirst meine Tochter niemals haben.« Dieser Hügel war riesig, und nach 7 Tagen harter Arbeit hatte er kaum einen Fortschritt gemacht. Dann kam der Fuchs und sagte: »Leg dich hin und schlafe, ich werde die Arbeit für dich erledigen.« Am nächsten Morgen, als er aufwachte, war der Hügel verschwunden. Glücklich ging er zum König und sagte, dass er mit dem Graben fertig sei. Der König musste sein Versprechen halten, also nahm der junge Mann die Prinzessin und ging. Der Fuchs sagte dann: »Lass uns alle 3 holen, die Prinzessin, das Pferd und den Vogel.« Der junge Mann dachte, das wäre großartig, fragte aber, wie sie das anstellen könnten. Der Fuchs antwortete: »Wenn du den König siehst und der nach der Prinzessin fragt, sag: Hier ist sie. Er wird sehr glücklich sein, und du kannst auf das goldene Pferd steigen. Wenn du dich verabschiedest, gib der Prinzessin zuletzt die Hand. Gib sie schnell auf das Pferd hinter dir, treibe das Pferd an und galoppiere so schnell du kannst weg.« Alles lief nach Plan. Als sie das Schloss mit dem Vogel erreichten, sagte der Fuchs: »Ich bleibe mit der Prinzessin an der Tür, während du hineingehst und mit dem König sprichst. Wenn er das richtige Pferd sieht, wird er den Vogel herausholen. Du musst so tun, als wolltest du überprüfen, ob es der wahre goldene Vogel ist, und wenn du ihn hast, reite weg.« Auch das lief perfekt. Sie nahmen den Vogel und ritten in einen großen Wald. Dann sagte der Fuchs: »Bitte töte mich und schneide mir meinen Kopf und meine Füße ab.« Der junge Mann wollte das nicht tun,
aber der Fuchs bestand darauf: »Lass mich dir wenigstens einen Rat geben: Rettet niemanden vom Galgen und setze dich nicht an einen Fluss.« Dann verschwand der Fuchs. Der junge Mann dachte, es sei einfach, diesen Rat zu befolgen. Er ritt mit der Prinzessin, bis er das Dorf erreichte, in dem seine beiden Brüder lebten. Es gab viel Lärm, und als er fragte, was los sei, erfuhr er, dass 2 Männer gehängt werden sollten. Als er näher kam, erkannte er seine Brüder, die zu Räubern geworden waren. Er fragte, ob es eine Möglichkeit gäbe, sie zu retten, aber die Leute sagten, er könnte sie nur retten, wenn er viel Geld bezahlte. Ohne nachzudenken gab er ihnen, was sie verlangten, und seine Brüder wurden befreit. Sie machten sich alle gemeinsam auf den Weg nach Hause. Als sie an dem Wald vorbeikamen, wo der Fuchs sie zuerst getroffen hatte, schlugen die beiden Brüder vor: »Lass uns am Fluss ausruhen und essen und trinken.« Er stimmte zu und vergaß die Warnung des Fuchses. Während er nicht aufpasste, stießen ihn seine Brüder den Flussufer hinunter, nahmen die Prinzessin, das Pferd und den Vogel und kehrten zu ihrem König zurück und behaupteten, dass sie alles durch ihre harte Arbeit gewonnen hätten. Es gab eine große Feier, aber das Pferd wollte nicht fressen, der Vogel wollte nicht singen und die Prinzessin weinte. Der jüngste Sohn fiel bis zum Boden des Flussbettes. Zum Glück war es fast trocken, aber er war verletzt und konnte keinen Ausweg finden, weil das Ufer zu steil war. Dann kam der alte Fuchs zurück und schimpfte mit ihm, weil er nicht auf seinen Rat gehört hatte. Wäre ihm das nicht passiert, wäre er nicht in Schwierigkeiten. »Aber ich kann dich nicht hier lassen«, sagte der Fuchs. »Greif nach meinem Schwanz und halt dich fest.« Der Fuchs zog ihn aus dem Fluss und sagte ihm: »Deine Brüder wollen dich umbringen, wenn sie dich hier finden.« Er kleidete sich wie ein armer Mann und schlich in den Königshof. Sobald er eintrat, begann das Pferd zu fressen, der Vogel zu singen und die Prinzessin hörte auf zu weinen. Er erzählte dem König alles, was seine Brüder getan hatten, und sie wurden gefangen genommen und bestraft. Der König gab dem jungen Mann die Prinzessin zurück, und als der König starb, erbte er das Königreich. Viele Jahre später ging er im Wald spazieren, als der alte Fuchs wieder erschien, weinte und ihn bat, ihn zu töten und ihm Kopf und Füße abzuschneiden. Schließlich tat er es, und im selben Moment verwandelte sich der Fuchs in einen Mann und offenbarte, dass er der Bruder der Prinzessin war, der vor vielen Jahren verloren gegangen war. Tolle Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und flüssiger werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine unserer kostenlosen deutschen Geschichten verpasst. Bis zum nächsten Video!